Ja, guten Tag, wir spielen heute mal wieder Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Ja, eigentlich haben wir das Spiel durchgespielt und bei der Evergrange, da haben wir ja eigentlich fast nichts an Hinweise gefunden. Ja, und schauen wir mal, ob wir da noch mehr Hinweise finden können. Ah, Mr. Holmes and Dr. Watson, here you are. I'm very glad that you have come, but perhaps I should not have troubled you after all. And why is that? Lady Brackenstall has come to her senses, and she has given so clear an account of the affair that there is not much left for us to do. You remember that Lewisham gang of burglars? What, the three Randalls? Exactly. The father and two sons. It's their work. They stole a silver service, which is of great value. Sir Eustace Brackenstall is dead, then? Yes. His head was knocked in with his own poker. A vibe. All right. I'm going to examine it. Very good, Watson. Ja. In dem sich Lady Brackenstall aufhält. Das war, glaube ich, hier. Hallo. Ladies, allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting Inspector Lestrade in this investigation. Mr. Holmes, I am the wife of Sir Eustace Brackenstall. We were married only a year ago. Ja, I klar. am sorry for your loss. Please accept my deepest condolences. I suppose that it is no use my attempting to conceal that our marriage has not been a happy one. I fear that all would tell you that, even if I were to attempt to deny it. Ja. So, frische Verletzung. Blasse Wangen. Känguru und Emo australischer Herkunft. Elegantes Kleid. Alte Verletzung. Dann Ehre. Was geschehen? Can you describe to me the events of yesterday evening? Is it really necessary? I have already told Inspector Lestrade all that happened. Yes, madam, it is. I will tell you then. Sir Eustace retired about 10:30. I sat in this room until after 11, absorbed in a book. Before I went upstairs, I entered the dining room to fetch a candle and... oh God. Please, go on. As I approached the French window, I found myself face to face with an elderly, broad-shouldered man who had just stepped into the room. Close behind the first man, I saw two others. One of them struck me a savage blow with his fist and felled me unconscious to the ground. And then? When I came to myself, I found that they had secured me tightly to a dining room chair. It was at that instant my unfortunate husband entered the room. He fought with the intruders? Yes, I think he had heard them, for he was holding his stick. But they were three, and he eventually succumbed. One of them, the elder one, struck him a terrible blow with the poker. I fainted once more. When I opened my eyes, they had withdrawn. Then my brave Teresa came to my assistance. Okay. Wurde etwas In gestohlen? these three villains, it was not a happy one. Was there anything specific that was troubling you? He was not a nice man when he was drunk, and he suffered from dark moods, but nothing else. Okay. Alte Verletzung. The bruises on your hands are at least 1 week old. Your husband caused those bruises? How do you... Yes, he did. He was very angry at the time. Out of control. Again. Sir Eustace was a drunkard. To be tied to such a man for life is worse than death. Okay. Vielleicht hat sie ja Your auch. ladyship. Vielleicht hat sie ja das auch gemacht. Hier nehmen wir die Theresa, die Dienstdame. Teresa, I would like to hear your testimony. Certainly, sir. So. Altersfalten.
Geruch, Essiggeruch. Fürsorglich. Ja, Kaffeefleck ist auch gut. Da ist noch was. Arbeiter in der letzte As I Nacht. sat by my bedroom window, I saw 3 men in the moonlight down by the lodge gate. But I thought nothing of it at the time. If I'd known... And then? I went to bed, and it was more than an hour after that I heard my mistress scream. And down I ran, to find her tied to the chair and him on the floor with his head smashed. That's all I know. Okay, das Esszimmer untersuchen. Dann kurz. These scratches are most definitely made by the picture frame. Das ist ein Safe, also. This is Sir Eustace's safe. There may be something important inside. I must ask Lady Brackenstall to open it. Ja, man macht das schon mal, ne? Erfragen, ja. Genau, untersuchen wir den Mord, untersuchen wir das meine nicht. Untersuchen wir den Tatort. Der Safe. Lady Brackenstall, could you open this wall safe? No, it is my husband's safe. I do not know the combination. We have to open it. Your ladyship? Okay. Ist der Safe leider öffnen? Let us try to open this safe. This safe can be cracked. I only have to pay attention. The dial will vibrate when it is set to the correct number. Mhm. Ja, guck mal. Zuerst ist ihr momentan körperlicher und geistiger Zustand ist äußerst besorgniserregend. So gibt es verschiedene Anzeigen für einen schweren Leberschaden. Bei der letzten Untersuchung hat sie stark blutunterlaufene Augen. Ihre Haut war leicht gelb gefärbt. Auch weist ihr Atem einen Geruch auf, der typisch für Lebergeschädigte ist. Darüber hinaus gibt es noch die Lungenabszesse, über die wir bereits gesprochen haben. Die Beinkrämpfe, von denen sie mir berichteten, werden von einer Veränderung des Nervensystems verursacht, die ihrerseits auf exzessiven Alkoholmissbrauch zurückzuführen ist. Dies gilt auch für den Tremor. Ihr Leber fühlt sich bei der Untersuchung sehr hart an, was ein deutliches Symptom einer fortschrittenden Zirrhose ist. Zudem gibt es Anzeichen auf Aszites, also einer Flüssigkeitsansammlung in der Bauchhöhle. Ihr geschwollener Bauch lässt keinen anderen Schluss zu. Die Schmerzen unterhalb ihrer linken Rippe weisen auf ein ernstes Bauchspeicheldrüsenleiden hin, das zu einem akuten, fulminanten und letztendlich tödlichen Bauchspeicheldrüsenentzündung führen kann. Ihr Zustand könnte auch ein Risiko für andere Menschen in ihrer Nähe und darüber hinaus darstellen. Ihr exzessiver Alkoholkonsum schränkt ihre Selbstbeherrschung ein und verstärkt ihre Aggression. Ich stehe Ihnen jedoch zur Verfügung, um Sie bei diesem Problem zu unterstützen. Es gibt eine Reihe von Behandlungsmöglichkeiten. Okay. So, erster Bericht, genau. Ein erster Bericht aus dem Safe im Morgensalon. Daraus geht die schlechte Gesundheit von Sir Eustace Brackenstall hervor. Er war alkoholabhängig und litt unter anderem an einer Nervenerkrankung. It is common practice to keep one's valuables in a safe behind a painting. It should not really pose a challenge for a criminal. Ja. Antique coins, possibly of value, but they're scattered without care. Okay. Kleiner Tisch untersuchen. This photograph of Lady Brackenstall and her maid Teresa was taken at a port, but which one? Okay. Das ist auf jeden Fall ja noch mehr. So the Gebreiter. lady and her maid
came from Australia a year and a half ago on this ship. Okay, nimm mal ein Foto mit. Genau. Ja. So. Fahren wir die Dame an. Oh, what a horrible thing to have happened. Ist klar. Bei ihr ist da noch was? Sir Eustace's doctor speaks of his violent behavior. Yes, Sir Eustace was an extremely violent man. A detestable human being, to be more precise. Okay. It is true that he once threw a decanter at me, and all because I dared to stand up to him in defence of my mistress. Sly devil. God forgive me that I should speak of him so now that he's dead. But a devil he was, if ever one walked the earth. We met him only 18 months ago. Okay. She'd only just arrived in London. Yes, it was her first voyage. She'd never been from home before. And one with his title and his money and his false London ways. If she made a mistake, she has paid for it, if ever a woman did. She doesn't have any friends here, so it was especially hard for her. Ja. Oh, what a horrible thing to have happened. Ja. Tisch untersuchen. Times. Das Familiengeschäft läuft, die Randall-Bande ist wieder unterwegs. Vor weniger als 2 Wochen ist die berüchtigte Einbrecherfamilie, die als die Randall-Bande traurige Berühmtheit erlangt hat, mit einem brutalen, aber leider erfolgreichen Einbruch in eines der wohlhabenderen Häuser in Sydenham wieder aufgetaucht. Die Polizei ist dem Verbrechen bereits auf der Spur, allerdings werden bisher keine Einzelheiten der Tat genannt, auch nicht der Name der Opfer. Ein Zeuge konnte zu allen 3 Männern genaue Personenbeschreibungen abgeben, was der Polizei sicherlich die Möglichkeit geben wird, ihr Profil dieser Familie von Ganoven zu vervollständigen. Wir nehmen uns die Freiheit, unsere geschätzten Leser über diese gemeingefährliche Bande zu informieren und ihnen die aktuelle Beschreibung der 3 Verbrecher zu geben. Die Bande ist schon seit geraumer Zeit aktiv und besteht aus einem Vater und seinen 2 Söhnen. Das älteste Mitglied, Jack Randall, ist ein Mit-40er mit bereits ergrautem Haar sowie von durchschnittlicher Körpergröße und Statur. Als derjenige, der bei den Einbrüchen die Fäden zieht, behält er stets die Kontrolle über seine Söhne, die sich zwar altersmäßig nicht sehr unterscheiden, vom Aussehen her dafür umso mehr. Der älteste Sohn, William Randall, ist ein großgewachsener, breitschultriger Mann mit einem unverhältnismäßig kleinen Kopf. Sein jüngerer Bruder, Melvin Randall, ist deutlich schmächtiger und wird als dünn wie eine Bohnenstange beschrieben. Die Bande wird nicht nur wegen zahlreicher Diebstahls- und Einbruchsdelikte gesucht, sondern auch wegen ihrer außerordentlichen, brutalen Piratenkarriere, bevor sie nach England zurückkehrte. Seien Sie auf der Hut und mögen Ihre Wertgegenstände sicher sein. The description of the Randall gang provided by Lady Brackenstall is identical to the one in the Times article. Ja, das Amount ist, okay. Das haben wir schon gemacht. Sir Warthen Brackenstall. Lord Brigham Brackenstall. Dann machen wir den mal. What do you know about Sir Eustace, Inspector? What was his reputation? A charming man when sober, but an absolute demon when he was drunk. Such moments he was apparently capable of anything. Okay. Once he splashed fuel on Lady Brackenstall's dog and set it alight. Another day he threw a decanter of wine at Miss Wright's head. The alcohol seemed to madden him. To the point that we were forced to intervene several times to avoid a scandal. Okay. Lord Ramsay Brackenstall. Okay.
Haben wir auch den. Hier ist die Leiche drin, ne? Ja. You should examine the body of Sir Eustace Brackenstall. Ja. So, Watson, what have you learned from examining Sir Eustace's body? Well, I can confirm that the death was instant. Sir Eustace was facing his attacker when he received the blow to his head. There are no other apparent injuries. Ja, aber hier sind ja... Ja, stimmt ja nicht. It appears that the bell rope was cut by someone taller than me. A fur trader's cabin. Da ist die Leiche. This door leads to the upstairs bedrooms. Apparently the criminals did not venture there. Sailor's knots. That's interesting. This rope was handled by the murderers. We need a scent hound to follow their trail. I will take it with me. Okay, Tobi holt. This is the chair that Lady Brackenstall was tied to. Okay, The hunting scene. hat die gesehen. These wine bottles are expensive and mostly from France. This candlestick is valuable. It is interesting that it was not also stolen. An empty silverware box. It appears that the intruders have stolen the contents. Ja. A bottle of wine is missing here. The criminals did not thoroughly ransack the house. They only took a little silverware. Okay. Ja, wissen wir ja auch. A deer hunt. The hunting scene. Hat die gesehen. A hunter's cabin. Warte mal, da gehen wir raus. Ein Glockenseilstück analysieren. Achso, untersuchen Sie den Tatort. Okay. Aber natürlich noch nicht die Leiche, mit der wir uns auch eigentlich beschäftigt. Quite a large stick. A formidable weapon. Barefoot. He had therefore been in bed and did not have time to fully dress. The head was cracked with the force of the blow. That must be the murder weapon. It is covered in blood. Sir Eustace might have struck his head upon it while falling from the blow. That is one possible explanation. Okay. Wir haben den immer noch den Tatort. A decanter standing next to the open bottle. An inseparable pair indeed. Also, okay. There is beeswing at the bottom, as if the wine had not been decanted before being poured.
This glass has some wine traces, but no visible beeswing. Okay. This glass has some wine traces, but no visible beeswing. Das ist auch gut. It is rather strange that only one of these glasses has dregs of beeswing inside it, while the other two are clear. Chateau Calon-Ségur, French wine, Grand Cru. Ist im Untersuchen abgeschlossen, das ist auch schön. Dann haben wir jetzt eigentlich nur Tobi. Das ist zur Baker Street. Mit Weinspuren, das können wir noch erfragen. Die drei There Gläser. are 3 glasses on the dining room table. I was wondering if... Oh, I forgot. When I came to myself the first time, each of them had a glass in his hand. They might have been a father and his 2 sons. They talked together in whispers, and then they left. Okay. Your ladyship? Please leave my Mary alone. She... Ja, muss ich erstmal ausholen. Ist bestimmt, so, was ist hier Bericht? Jetzt wollen wir zu Baker Street. Bekanntschaft mit einem Seemann. Lady Beckinsale kennt jemanden, der an Bord der Rock auf Gibraltar war. Lady Beckinsale heilte Sir Essence kurz nach ihrer Ankunft in London, verließ das Haus seitdem selten. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie oder ihre Dienstmagd Bekanntschaft mit einem irgendjemand in England geschlossen hat, ist sehr gering. Also, der kennt aber doch schon jemand. Es gibt keine Ungereimtheit zwischen den Zeugenaussagen und Beweisen, die deuten alle auf die Render-Bänder als Täter hin. Renders als Sündenbocke. Der Anbruch wurde lediglich inszeniert und die ganze Geschichte nur erfunden, um die Schuld für den Tod von Sir Essence den Renders in die Schuhe zu schieben. Ja, nämlich weil das andere wäre, hätte man dann direkt das abgeschlossen. So, ja, Leiche. Schlag mit Schürhaken. Sir Essence könnte an einem Schlag mit dem Schürhaken gestorben sein. Ja. Kamingitterleiche. Sir Essence könnte an einem Schlag mit dem Schürhaken gestorben sein. Tod von Sir Essence könnte ein Unfall gewesen sein. Er könnte hingefallen sein, sich dabei im Kamingitter den Kopf aufgeschlagen haben. Der Schlag mit Schürhaken. So, ja, was haben wir hier? Häusliche Gewalt. Sir Essence war gegenüber seiner Frau gewalttätig. Es waren 3 Personen, die aus den Gläsern Wein getrunken haben. Möglicherweise mag eine Person ihren Wein mit Weinstein. 2 Personen. Es waren 2 Personen, die aus den Gläsern Wein getrunken haben. Die Reste wurden in das 3. Glas geschüttet, weswegen sich nur darin Weinstein befindet. Ich würde aber mal sagen, Sir Tobi, beim nächsten Mal. Bewertet doch mal ruhig den Teil und bis dann. Tschüss.